Wir sind heute zu Besuch bei meinem Modellbahnkollegen Günther und der Jörg ist so lieb, uns zu assistieren. Und ihr werdet nachher sehen, bei dem vielen Betrieb braucht es mindestens 4 Augen, um das Ganze überwachen zu können. Und Günther wird uns heute seine wunderschöne Modellbahnanlage zeigen. So, Günther, wann ist denn die Anlage entstanden? Also die erste Idee der Anlage ist Anfang der 90er Jahre entstanden und seitdem bastel und baue ich da sukzessive in meiner Freizeit dran rum. Und wie die meisten Modelleisenbahnen ist sie natürlich immer noch nicht fertig. Es sind immer noch Lücken in der Oberleitung, es sind noch Lücken im Geländebau, aber Stück für Stück wird es dann hoffentlich zu meinem Leben, konnte ich das Ende noch erleben und es wird noch fertig. Ja, bei der Anlage handelt es sich um ein Märklin-Mittelleitersystem mit K-Gleisen und soweit es irgend möglich war, sind schlanke Weichen verbaut. Darüber hinaus hat die Anlage einen Schattenbahnhof mit 6 Gleisen, wobei der Schattenbahnhof diese 6 Gleise über eine Blockstelle noch zusätzlich verbunden sind. Die Überwachung erfolgt über einen Bildschirm mit 4 Kameras und wird über Read-Kontakte normal gesteuert. Die Anlage selber wird digital gefahren und analog gesteuert. Und es sind in der Regel gleichzeitig immer 7 bis 8 Züge im Betrieb. Vom Gleisaufbau her oder vom Streckenaufbau, es sind 3 Knochenanlagen, die jede für sich selber betrieben werden kann, mit einem zentralen Bahnhof am untersten Anlagenteil. Zu den Loks oder zu den Hängern, ich bin kein klassischer Epochefahrer, im Gegenteil. Bei mir ist alles auf der Anlage, was mir gefällt, ob es jetzt epochemäßig passt oder nicht. Wenn wirklich mal ein moderner Güterwagen auf einen uralten bayerischen Staatseisenbahnwagen kommt, dann fährt halt der Taurus eben langsamer. Es ist halt so. Aber ansonsten keine Zugeständnisse an die Epoche. Günther, du hattest ja den zentralen Bahnhof, den sehen wir jetzt hier, da zähle ich 6 Gleise. Und von dem gehen 3 Strecken aus. 3 Strecken, genau. Die eine Strecke, der äußere Hundeknochen, der geht in den Schattenbahnhof und in den Bergbahnhof, der bei mir Spitzgufli heißt, Spitz für Spitze, also oberer Berg. Und weil es ein bisschen ein Schweizer Eindruck machen soll, heißt es halt Gufli, diese Schweizer Verniedlichung. Dann die zweite geht auf diesen mittleren Bahnhof und zwar einmal von der einen Seite ausfahren und dann geht dahinter noch zu dem einzelnen Bauernhof. Damit man ein bisschen flexibler bei den Loks ist, wo die herkommen, ist das die Contadino-Schleife, also eine gewisse italienische Anlehnung. Und die dritte Schleife, die geht wieder in die Schweiz, nämlich nach Borsrighausen. Das ist der Güterbahnhof oder diese Gewerbe-Industriesiedlung auf der anderen Seite. Die 2 Hauptstrecken, also die äußeren 2 Hundeknochen, sind mit einer nicht funktionierenden oder nicht angeschlossenen Oberleitung versehen. Dagegen die dritte ist eine normale Nebenbahn ohne Oberleitung und soll auch so bleiben. Ja, vielleicht ein bisschen was zu den Gebäudeteilen.
Ein Teil der Gebäude habe ich einfach von anderen Fotos oder so übernommen, die in anderen Modellbahnzeitungen waren und an H0 angepasst. Der Großteil der Gebäude sind allerdings Modelle von irgendwann mal real existierenden Häusern. Zum Beispiel da herunten, das ist also Häuser, die bei uns in der Siedlung existent sind. Den Bauernhof hat es mal tatsächlich gegeben, und zwar in Niederbayern. Und ein Teil von diesem Bauernhof, der steht sogar im Bauernhofmuseum in Massing. Und ja, die Leute, denen der mal gehört hat, die da gewohnt haben, waren recht begeistert, wie sie den auf der Anlage dann mal gesehen haben. Ja, dann das Haus hat das Gebirgshaus da mit den Kühe heraus, hat auch eine gewisse Vergangenheit oder Geschichte. Das hat ein bekannter Architekt gezeichnet. Und ich habe es dann nachgebaut in H0, wobei natürlich der Architekt dann gemeint hat, die Tierhaltung dort ist schon ein bisschen arg Massentierhaltung, der möchte auf dem Bauernhof keine Kuh sein. Dann kommen wir mal zu diesem Haus da, das Häuschen da im Vordergrund. Das gibt es in Südtirol, das ist das Haus am Stein in St. Pankraz. Das habe ich nachgebaut mit einer kleinen Abweichung. Beim Original geht die Treppe auf der rechten Seite rauf. Da habe ich keinen Platz, weil die Strecke von der Eisenbahn ist, also habe ich die Treppe links raufgeführt. Ja, dann, das ist ein reines Fantasiegebäude von mir wieder, dieser Lokschuppen, der kleine. Und dann, wenn wir dann weiter nach rechts rüber schauen, da gibt es dann da oben das ganz hintere Bauernhof, der stand einmal in Schneidselreit und war ein Foto in Staatsanzeiger. Dann die Kirche, die steht in Südtirol, in St. Nikolaus im Ultental. Und das Häuschen links, das erinnert zwar ein bisschen an ein Kibri-Gebäude, das stand aber mal im Engadin und dürfte jetzt auch nicht mehr existent sein, weil leider das Haus am neuen großen Hotel weichen musste. Links von dem Hotel oder von dem Gasthaus, da sieht man eine Tierverladung. Das ist ungefähr das oder ziemlich genau das, was man in Schulz oder im Engadin und auch in den Almbahnhöfe hat, um die Tiere, die im Engadin oder zumindest damals in den 90er Jahren noch mit der Bahn auf die Alm transportiert worden sind, sortiert und dann wieder auf die Hänger verladen werden konnten. Das Lagerhaus da hinten, das momentan nicht beleuchtet ist, weil Feierabend ist, abends nach 5, das stand tatsächlich einmal in Österreich, habe ich aber auch nicht mehr gesehen. Ja, soviel zu dem da oben, zu dem oberen Bahnhof. Dann kommen wir mal zu dahinter. Halt, Günther, vielleicht, wenn ich unterbrechen darf, ich habe Okay. auch mich fast schon entdeckt, nämlich das Gebäude, in dem wir gerade sind. Ja, das ist das in der Mitte. Das ist also unser eigenes Haus. Das habe ich versucht nachzubauen und du hast es ja selbst erkannt, also es muss gelungen sein, einigermaßen. Ja, also wenn ihr mich sehen wollt, ich versuche gleich mal hier aus dem Fenster zu winken, ungefähr genau hier an dieser Stelle befinde ich mich jetzt im Dachgeschoss unter der großen PV-Anlage. Gut, dann da hinten, um den Felsen ein bisschen aufzulockern, dieses Felsenhaus steht in Karlmünz. Das ist also in der Nähe von Regensburg an der Naab und ist tatsächlich grün und hat ein Karlmünzer Bürger mal gebaut. Man kann da sogar in dieser Höhle drin wohnen. Gut. Das da hinten, also diese Galerie und dann dieser Lokschuppen ist wieder reine Fantasie. Einfach nur, damit man ein bisschen was anderes als wie bloß Felsen an so einer steilen Stelle hat. Ja, wobei hier der krasse Steinschlag, der ist neu. Ja, der ist jetzt erst gemacht worden und ist aber auch noch nicht ganz fertig. Da möchte ich jetzt noch irgendwie so eine technische Hilfsgruppe raufbauen, die da noch was wegarbeitet oder Schäden beseitigt. Aber das wird jetzt dann einmal über die nächsten Wochen in Angriff genommen.
Genau, Günther, ich hatte dich unterbrochen, sorry. Also links. Gut, da haben wir da nochmal ein Lagerhaus. Das ist hier. Das Lagerhaus stand in Simbach in Niederbayern und ist aber durch ein modernes Lagerhaus mittlerweile ergänzt worden. Diese Fabrik hat ein Modellbahnkollege so ähnlich in Spur Z gebaut und war mal im Märklin-Magazin veröffentlicht. Mir hat es halt gefallen und dann habe ich es in Handel nachgebaut. Man sieht die verzweifelten Blicke der Leute, die jetzt diese Radialbohrmaschine in die Werkhalle bringen sollen, aber sie geht halt nicht rein, weil die Maschine zu groß und die Tür zu klein ist. Und jetzt haben sie Probleme. Was ich da links neben dem Kran noch habe, diese total vergammelte, windschiefe Verladestelle, die stand tatsächlich mal so im Engadin in Schulz und zwar an der Schmalspurbahn, und die hat mich damals, wie ich es gesehen habe, so begeistert, dass ich es ein paar Mal fotografiert habe und nachgebaut. Also totaler, ja, so war das da. Gut, dann kommen wir da weiter hinter. Diese Gießerei, das ist eine Buntmetallgießerei. Da werden Glocken und Schiffsschrauben gegossen. Die stand mal mit einer anderen Gebäudeanordnung in Passau. Gibt es jetzt so auch nicht mehr. Das Sägewerk stammt wieder diesmal aus der Oberpfalz, und zwar in der Nähe von Altentann war das mal als kleines privates familiäres Sägewerk. Naja, und da habe ich eine kleine Maschinenfabrik noch hingemacht, die auch mehr Fantasy ist als wie real. Aber muss ja nicht alles so sein wie in echt bei einer Modelleisenbahn. Ja, genau. Also du hast ja auch nicht konkret nach dem Vorbild gebaut, dass du sagst, du möchtest 1:1 den Bahnhof nachbauen, Nee. sondern hast aus verschiedenen Gebäuden, die du gesehen hast und die dir gefallen hast, eine wunderschöne Anlage zusammen. Ja gut, ich meine, der Bahnhof stand eigentlich einmal, der jetzt hier unten steht, stand eigentlich einmal in Spitzkufli oben. Aber dann hat meine Frau festgestellt, sie sieht den hinterm Bauernhof nicht mehr, und dann musste der talwärts wandern, der Bahnhof. Und jetzt steht ein Teil davon, nämlich das zweite Kioskgebäude, das steht oben noch in Spitzkufli, und das eine Kioskgebäude mit dem Bahnhofsgebäude ist jetzt in Thalstadt herunten. Thalstadt heißt der heruntere. Schloss blickt nach dem alten Fallerbahnhof da oben die Mittelebene. Das ist diese drei Häuser links mit der Kirche, das ist historisch bedingt. Das ist das Überbleibsel von meiner allerersten Modelleisenbahn, das ich als kleines Kind gekriegt habe. Und das wollte ich natürlich nicht einfach links liegen lassen, sondern das musste auch verbaut werden. Genau, also die sind schon 20, 30 Jahre alt. Nö, die sind, ich würde mal sagen, 60 Jahre alt. Das ist die A66, ne? Ja. Günther, du hast schon erwähnt, du schaltest analog, das heißt, du hast ein Stellpult, mit dem du Weichen und auch Signale und so weiter schalten kann, ja. Im Endeffekt ist das nichts anderes als wie eine Adaptierung an die normalen Taster, die es von verschiedenen Herstellern gibt. Aber so halt schön grafisch, dann kann man immer sofort zuordnen, welche Weiche und welches Signal wo steht.
Und das ist jetzt die 151 Mhm, Kilometer. ja. Ne? Sogar ein bisschen Ja. so weit. Jetzt müsste es reichen. So, ich glaube, jetzt versteht man auch, warum ich vorher gesagt habe, man braucht 4 Augen für den Betrieb. Analog geschaltete Anlage mit bis zu 7 Zügen, also Mitte 7 Züge, die fahren. Genau. Ja. Und da hat der Günther einen Bereich noch nicht vollständig automatisiert, das ist oben Flugli. Das ist meine Aufgabe. Die Züge starten hier von dem Gleis, fahren hoch. Da spielt Flugli hinten ein, das Signal, das Einfahrsignal hält den Zug an. Und ich muss dann praktisch mit der Fernbedienung einen der 2 Züge oder der 2 Gleise leer räumen. Einer kommt. Um, warte, ich bin gerade, genau, so, um den Zug einfahren zu lassen, weil vorne kein Signal steht. Aber diese Spielmöglichkeit wird demnächst auch Wart noch mal ab. Also die Signale sind schon vorhanden und die Automatisierung von Jürgen, alles als Rohstoff schon da, aber es muss halt jetzt erstmal gebaut werden. Genau, Jörg, du hattest ja vorher schon verraten, der Fokus ist sehr auf Betrieb. Das heißt, stehen auch genug Zuggarnituren zur Verfügung. Wenn einer fahren will, muss der andere erstmal das Gleis räumen, zumindest oben im Bergbahnhof. Genau, also wir haben, ich glaube, der Günther hat mittlerweile genügend Züge. Teilweise müssen die schönen Loks, wie man hier sieht, auch geparkt werden. Bieten einen guten Fundus, um neue Züge zusammenzustellen. Und in den Vitrinen ist ja auch noch ein bisschen was drin. Aber ich denke mal, die Zugzusammenstellung ist immer schon sehr interessant. Auch hier die selbstgebauten Beladungen in den Güterwägen, die der Günther gemacht hat, oder hier diese Holzbeladung. Das finde ich schon immer ganz toll, dass das so ein bisschen echter wirkt als frisch gekauft. Ne? Ja, und die Güterwagen müssen nicht leer spazieren fahren. Das ist auch Richtig. Günther, weißt du, wie viele Zuggarnituren auf deiner Anlage jetzt Betrieb sind? Naja, Ja. wenn man es mal zählt, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Die aktiv in Betrieb sind. Mhm. Und Schattenwagen. Ne? Naja, dann kommen da hinten nochmal 5 dazu. Also 17, Ja. die jetzt wirklich Die sich im fahren, Blockbetrieb ja. Genau. fahren und abwechseln. Und auf der Anlage stehend etwa? Das sind die 17. Das sind die 17. Wenn man Okay, natürlich okay. da noch 2 Reservezüge, Mhm. die man einwechseln kann, nimmt und den da, das Krokodil, dann sind es 20, wo zurzeit als fertige Züge rumstehen. Und da Und ist noch einer, der dient zurzeit zum Be- und Entladen vom Kran von dem Schrottplatz. Und wie viele Triebfahrzeuge hast du insgesamt? Also Lokomotiven, Triebwagen, weißt du das? Also jetzt sagen wir mal diese 20 oder 21, dann kommen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 dazu, 27, 28, 39, 31, 32, 33, 34, 34, 35 würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das heißt, bei dir gibt es nichts in Kartons, das ist wirklich alles im Betrieb. Karton ist nichts drin. Ja. Außer die, die in Reparatur sind. Okay, dann starten wir jetzt mal eine Rundfahrt, beginnen im Bahnhof von Karlstadt, fahren dann die Paradestrecke bergauf, haben einen kurzen Wechsel
der Landesgrenzen, zunächst mal von Bayern nach Italien, direkt diesmal, ohne Umweg über Österreich. Und dann kommen wir in die Schweiz, da gibt es Musli. Da werden wir dann einen ganz kurzen Aufenthalt haben und anschließend fahren wir dann wieder runter nach Karlstadt und von Karlstadt aus die Strecke nach Mittelstadt hoch und dann nach Mittelstadt geht es dann wieder runter nach Karlstadt und dann nochmal zur Contadino-Schleife nach Italien. Also, packen wir's. Und fahren. Ja. Jetzt passt es. Die Schweizer sind ein bisschen gemütlicher. Ja. Jetzt verschwindet es im Querschleifentunnel. Das heißt, die kommt hier oben dann wieder raus? Die kommt dann oben bei dem noch nicht fertig eingebauten Tunnelportal raus. Da kommt es jetzt. Ja, dass ich am richtigen Tunnelmund warte. Setzt sich jetzt an dem zu nah an die Bahn gebauten Siedlung vorbei. Eine wunderschön lange Paradestrecke, sind 5 Meter ungefähr. Ja. 5 Meter. Ja. Also die ganze Anlage ist 5 Meter lang Mhm. und die Züge schlängeln sich da in einem Hin und Her von links nach rechts ungefähr ein Dreiviertel Meter hoch dann. Weißt du, wie viele Metergleise du verbaut hast? Fahrgleis? Das sind ja Hunderte. Ja, hunderte nicht, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Gleise auf 5 Meter plus die 6 Plattenbahnhof, 20 mal 5, also ungefähr 100 Meter sind es. Mhm. Also auch wenn die Paradestrecke mit doppelgleisig wirkt, eigentlich ist es eine eingleisige Strecke Ist eine nach eingleisige Spitzkugli Strecke, ja. und dann oben Hundeknochen Genau, dann kommt es wieder runter. wieder zum Bahnhof. Mhm. Und jetzt kommt dann der Part, Jörg, wo du wieder deinen Einsatz hast. Ja, genau. Wo ich den Einsatz habe, die 620er Fall runter, ne? Ja. Und die kannst du dann gleich mitfahren lassen langsam. Achso, Die okay. lassen wir dann weiterfahren. Ja, ich muss ja erstmal überlegen, losgefahren, aufpassen. So,
Nachdem DB Cargo das Gleis frei gemacht hat, kann das Krokodil jetzt einfahren. Das sieht man so schlecht, wie viele Gleise sind das? 4 da oben? Also drei Durchfahrtsgleise, ein Sichtgleis, wo jetzt der Doppelstockwagen steht und dann beim Lagerhaus und da fahren noch 2 Abstellgleise, oder Verladegleise. Also im Endeffekt kann man jetzt, oder gibt es ja die gleichen Probleme wie bei der Original-Eisenbahn auch, dass die Strecke zu mehr als 100% ausgelastet ist und somit wird es jetzt dann irgendwann wieder einen kleinen Halt vom Krokodil geben, wo man schauen muss, dass die Strecke freigemacht wird. Das ist wie bei der DB, da fährt alles auf einem Gleis spazieren. Jetzt gibt es wieder mal einen kurzen betriebsbedingten Aufentfall. Die Einstellung ist spannend. Die steht jetzt am Wartestelle oben. Ah, okay. Das heißt, insgesamt hat es sogar 3 Landschaftssegmente, die außen sind, und der Bauernhof auch noch. Das heißt, du kommst wirklich auch an alle Bereiche hinten an der Anlage ran. Durch diesen Kunstgriff. Der Baum rechts